Hallo und herzlich willkommen. Der 8. Februar 2023 und das ist ein Modulhaus, ein Tiny House, das man mit Baugenehmigung bekommt. Der Andreas ist bei uns und wird uns das ein bisschen mal erklären, denn das hat jetzt eine Sichtfassade außen, die hat jetzt keine Wärmedämmfunktion, aber sie hat einen leichten Wetterschutz jetzt hier mit drin und das hier ist Holzständerbauweise. Genau. Auf Schraubfundamenten, das sieht man hier bei der Terrasse ganz gut, rechts und links. Das heißt, die Schraubfundamente werden in den Boden gedreht, damit das Modulhaus dann auch einen sicheren Untergrund hat. Das wird jetzt fix und fertig gebaut schon? Also das heißt, es kommt dann praktisch auf dem LKW, wird zusammengeschraubt? Genau. Ist ein Schwerlasttransport, der dann mit einem Kran werden die Module dann auf die Schraubfundamente aufs Grundstück aufgesetzt. Und dann müssen nur noch kleinere Arbeiten dann vor Ort erledigt werden. Ja, das Coole ist, ihr könnt mehrere Elemente quasi zusammenschrauben zu einem Objekt. Das kann dann vor Ort zusammengebaut werden. Hier habe ich aber den Innenausbau direkt fertig mit drin. Genau, das Haus muss angeschlossen werden an eine Anschlussbox, also für Wasser, Strom etc. Aber der Innenausbau ist so gut wie fertig. Also typischer Einsatz wäre zum Beispiel ein kleines Gewerbe zum Beispiel, könnte man reinmachen. Man könnte auch die Tochter drin wohnen lassen, die ihr eigenes Haus haben möchte. Bad ist kein Problem? Bad ist kein Problem, Küche ist kein Problem. Das kann ein Architekt in seinen Garten stellen als Büro. Das kann ein Winzer als Verkostungseinheit aufbauen oder als Wohnmodul dann genutzt werden. Gebaut ist das für die Ewigkeit auch. Hier sieht man sehr schön, da ist Solar jetzt hier mit dran, ein kleiner Stromspeicher ist mit drin. Autarkie ist das große Thema. Wenn ja eine Baugenehmigung verlangt wird, unter 50 Quadratmeter ist alles ein bisschen einfacher, habe ich gehört. Ist ein bisschen einfacher, hängt aber auch von der Gemeinde zu Gemeinde natürlich ab, aber ist eigentlich kein Problem. So, das Märchen, Tiny Häuser kriegen grundsätzlich keine Baugenehmigung, stimmt ja gar nicht. Wenn es baurechtlich zulässig ist, dann kann man es bauen. Genau, so sieht's aus. So, hier vorne sieht man das. Wir gehen gleich mal rein, gucken uns das an. Was mir aufgefallen ist, es ist eine unglaublich tolle Wärme drin. Wir haben ja draußen jetzt hier 2 Grad. Es ist wirklich sehr kalt, aber drinnen total mollig. Richtig. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwie Strahlungskälte von irgendwo kommt. Ist absolute Wohnraumqualität und dann muss es natürlich auch warm sein. Ja, komm, wir gehen mal kurz hier vorne hin. Auch das Thema hier, Qualität Dreifachverglasung, Holzständerbauweise, Made in Germany? Made in Austria, also Österreich wird es gebaut und kommt dann mit dem Schwertransport, wie gesagt, hier. So, wir gehen mal rein. Die Simone wartet schon. Simone! So, was Tolles ist natürlich sehr, sehr starke isolierte Wände. Bedeutet, hast du uns groß gehört jetzt von außen? Ja, du hast halt laut gerufen, oder? Also ich habe schon Simone gehört, aber was ihr gesagt habt, also was ihr... Gar nicht. So, wir können es ja mal ausprobieren. Gut, jetzt ist hier eh leise. Das ist so, aber wir reden über ein richtiges Haus hier. Das natürlich das Holz hier, das strahlt natürlich was aus. Das ist schon wirklich gut, ja. Wenn du hier ganz in der Ecke drin bist und Ich mal in die andere Ecke. siehst hier die großen Glasfronten, die hier mit dabei sind. Und ja, das ist die, ich sag mal, Situation, die du hier hast. Aber das ist alles frei planbar. Also praktisch, wie groß die Fensterflächen sind, alles. Genau, frei planbar, nach Kundenwunsch können dann Fenstergrößen, die Materialien etc. dann bestimmt werden. Man kann das nicht vergleichen mit den günstigen Häusern, die teilweise dann von irgendwo herkommen. Das hier ist also Made in Austria, hat seine Qualität, aber auch die Materialien, die hier verwendet werden, das steht eigentlich dem, ich sag mal, Fertighaus aus Deutschland dem nichts nach, oder? Mehr oder weniger? Keinster Weise. Also die Dämmwerte und so weiter werden alle erreicht. Dreifachverglasung sieht man ja sehr schön in dem Modell. Und auch mit Fußbodenheizung im Standard lieferbar. Küche, Bad, voll funktionsfähig. Ich sag mal, das ist ja jetzt auch der Unterschied zu einem Tiny House. Insofern, dass man das ja wirklich individuell planen kann und ein Tiny House ist halt wie es ist und da kann man vielleicht die Inneneinrichtung noch machen oder wie auch immer, aber das kann man nach Zweck halt entscheiden, ne? Ganz genau. Ja. Je nach Verwendungszweck, Wohnhaus, Büro,
oder auch so ein Store-Konzept, auch eine Bäckerfiliale kann in einem Modulhaus untergebracht werden. Was ich mir jetzt auch gerade vorstelle, auch irgendwie, was weiß ich, mit 20, man will eigentlich ausziehen, stellt so ein Ding vielleicht in den Garten oder so und ist dann halt auch, hat wie eine eigene Wohnung nochmal, ne? Guck mal hier, die Dicke auf der Wände, echtes Holz, was hier verwendet wird. Wichtig sind ja Schadstoffe, ist ein großes Thema, fragen viele nach. Man kann es sogar mit einem Wärmetauscher belüften, das geht auch. Also da am besten einfach mal fragen. Das ist so eine typische Planung, die man hier sieht? Richtig. Wird dann wie im Hausbau auch als Planung vom Architekten aufgesetzt. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, da auch Verbesserungen oder seine Wünsche mit einfließen zu lassen. Und auch hier gibt es dann eine Werkplanung, wo dann festgelegt wird, wie viele Steckdosen an welcher Ecke beispielsweise sein sollen, wie die Türen, die Badausstattung und so weiter sein soll, wird also alles individuell festgelegt. Ja, sieht man es. Bitte. Braucht man dann hier für eine Baugenehmigung? Ja. Guck mal hier sieht man sehr schön, Simone. Guck mal, da sind hier 3 Module ineinander geschachtelt, die du hier siehst. Also da oben ist das erste Modul, je nachdem wie die kommen, Büro, Bad, Diele, Bad, Schlafen. Das heißt, absolut skalierbar, auch mit 2 Geschossen. 2 Geschosse in U-Form, in L-Form, so wie das Grundstück und das Baurecht das vorgibt. Richtig. Ja. Schlafen, Bad. Vorteil ist natürlich, ich könnte es wieder abbauen und mitnehmen. Genau, man kann, das kommt ja aus den USA, dass man sein Haus dann mitnehmen kann, also kann man dann wieder an den Haken nehmen und an einen anderen Standort verbringen. Ich glaube, das kann man nicht direkt vergleichen mit den USA. Die Bauweise hier ist, das tun die dann doch nicht, dass man da so eine Sandwich-Bauweise oder ich sag mal heute Chicken Wire irgendwas reinmacht. Gut, die haben es ja fast erfunden. Das hier hat ja jetzt aber von den Kosten nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich spare jetzt hier Geld mit so einem Haus, sondern ich sag mal bei 3.500 € pro Quadratmeter, was haben wir hier ungefähr für eine Fläche, 15 Quadratmeter hier drin? Richtig, gut, das Modulhaus ist halt momentan in für viele, das ist was Besonderes, was ein bisschen, was anderes ganz einfach ist als ein normaler Hausbau. Hat seine Besonderheiten, also auch die Transporthaken unter der Attika außen bleiben dauerhaft verdeckt und können dann, wenn das Haus transportiert werden muss, kommen die dann wieder zum Einsatz. Also auch mal für praktisch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Oder man kann es auch versetzen, das ist der Vorteil. Es sollen ja immer mehr modulfähige, ich sag mal, Plätze entstehen, wo man auch Häuser bauen kann ohne Baugenehmigung. Das heißt also, du hast nach einem vereinfachten Bauverfahren, wo man auch nicht immer wohnt, da ist noch vieles noch ungeklärt. Ja. Aber die Nachfrage, wir merken das ja in den Videoaufrufen, teilweise 1, 2 Millionen, 3 Millionen Aufrufe auf so ein Tiny House. Kannst du das nachvollziehen, dass Leute in so ein... Ja, kann ich. Also wir waren ja unten in Stuttgart auf der Messe, da stand so ein Tiny House vor der Tür. Da haben die Leute das gestürmt, haben reingeguckt. Die sind ja leer, muss man sagen. Ja? Und wenn da erstmal Sachen reinkommen, die ganzen Sachen, die man mitnimmt, man muss sich da schon ein bisschen verkleinern. Ne? Ja, muss man schon, ja. Das ist klar. Man muss dann sich den Gegebenheiten anpassen, das ist richtig. Ja. Und wo siehst du jetzt den Hauptunterschied zwischen einem Tiny House und so einem Modulhaus? Gut, die Bauweise und Bauqualität ist halt eine andere. Wie gesagt, diese Module hier sind fürs Wohnen, werden geplant und gebaut. Tiny-Häuser haben ja oft mehr so einen Freizeitcharakter, so einen Fun-Charakter. Und halt auch nicht so die Dämmung und so weiter, ne? Doch, teilweise schon. Ja. Also es ist, guck mal, hier oben ist eine Infrarotheizung drin. Du merkst das richtig, oder? Ja, ist schön warm hier drin. Schön warm hier drin, gell? So, aber da auch die Heizsysteme, die kann man entsprechend ändern. Natürlich auch Elektroinstallationen, alles das ist, wie es ist. Auch die Fenster, wie beim großen Haus hier. Ja, wir sind im Musterhauszentrum Mannheim. Wir gehen mal raus. Also das ist ein Produkt von der Firma. Bitte mal sliden. Romoduls. Haben wir das irgendwo geschrieben hier, dass wir das mal kurz zeigen können? Da ist es die haben ja heutzutage alle so tolle Logos. Also das in der Mitte soll ein M sein übrigens, dass ihr das mal seht. Also ROOM Moduls mit LZ. Und das Ganze findet ihr auf der Webseite romoduls.com. So, und das sieht man also hier nochmal. Vielen, vielen Dank. Zeit für neuen Raum, How-to-Bauantrag. Hier vorne steht es auch nochmal, viele Broschüren, die man auch abrufen kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze ankommt. Danke fürs Einschalten. Tschüss.